Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich euch ein einfaches Rösti-Rezept und wie immer gibt es auch ein paar Tipps und Tricks, mit denen sie richtig gut gelingen. Für 4 Rösti nehme ich ca. 2 Kilogramm Kartoffeln und zwar vorwiegend festkochende Kartoffeln, denn die enthalten viel Stärke und die sorgt dafür, dass die Rösti nicht auseinanderfallen. Die geschälten Kartoffeln koche ich nun bei mittlerer Hitze je nach Größe 10 bis 15 Minuten, so dass die in den Kartoffeln enthaltene Stärke aktiviert wird, sie aber noch nicht ganz gar sind. Dass die Kartoffeln an einigen Stellen noch roh sind, ist hier durchaus gewollt, denn dadurch bekommen die Rösti etwas mehr Biss. Nach dem Abkühlen der Kartoffeln könnt ihr sie entweder mit einer Handreibe oder aber wie hier mit einem Multizerkleinerer grob raspeln. Die geraspelten Kartoffeln würze ich mit Salz und Pfeffer und gebe dann noch eine fein gewürfelte Zwiebel hinzu und mische die Zutaten gründlich durch. Da ich große Rösti machen will, teile ich die Masse nun in 4 Teile. Wer möchte, kann natürlich auch mehrere kleine Rösti machen. Zum Anbraten der Rösti erhitze ich in einer beschichteten Pfanne einen Esslöffel Öl und einen Teelöffel Butter. Da gebe ich dann ein Viertel der Kartoffelmasse hinein und verteile diese mit einem angefeuchteten Pfannenwender auf dem Boden der Pfanne. Und damit das Rösti beim Wenden nicht auseinanderbricht, schiebe ich die Ränder rundherum gut an. Nach etwa 10 Minuten, da müsst ihr mal schauen, was für euch am besten funktioniert und wie ihr eure Rösti haben wollt, könnt ihr es mit Hilfe eines angefeuchteten Topfdeckels oder eines Tellers wenden und braten, bis es gar ist. Wer möchte, kann die fertigen Rösti bis zum Servieren bei 50 bis 100 Grad im Backofen warm halten. Denkt daran, für jedes Rösti erneut ausreichend Fett in die Pfanne zu geben, denn sonst kann die Masse an der Pfanne kleben bleiben. Das Fett trägt dazu bei, dass die Rösti außenrum schön knusprig und goldbraun werden. Rösti schmecken sowohl pur als auch mit Salat oder Lachs und saurer Sahne. Ich mache sie oft gerne als Beilage zu Geschnetzeltem nach Zürcher Art. Und wie ich dieses zubereite, seht ihr dann im nächsten Video. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen.
Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!